ein rothaariges Kätzchen namens Elfi. Alfis Besitzer, Herr Petersen, war eine gequälte Seele mit einem schweren Herzen. Jedes Mal, wenn das Leben ihm einen Schlag versetzte, entlud er seinen Ärger und seine Frustration an dem armen Elfi. Es schien, als würden all seine Misserfolge bei der Arbeit, in Beziehungen und anderen Angelegenheiten auf das unschuldige Wesen reflektiert. Alfis Tage waren gefüllt mit Angst und Traurigkeit. Immer wenn er das Geräusch der quietschenden Haustür hörte, sank ihm das Herz. Er zog sich hastig in eine Ecke zurück, in der Hoffnung, dass heute anders sein würde, dass er heute nicht gescholten oder verletzt werden würde. An einem Abend, als die Sonne unterzugehen begann, lastete das Gewicht von Herrn Petersens Problemen besonders schwer auf ihm. Seine Frustration überflutete ihn, und er entlud seinen Ärger auf Elfi mit mehr Intensität als je zuvor. Das arme Kätzchen duckte sich, Tränen strömten aus seinen Augen, während es sich auf das Schlimmste vorbereitete. Mit erhobenen Pfoten klammerte sich Elfi an einen Funken Hoffnung. Aber wie das Schicksal es wollte, verlor Herr Petersen die Kontrolle über seine Emotionen vollständig. In einem Wutanfall trat er das wehrlose Kätzchen aus der Tür, ließ Elfi allein und hilflos draußen zurück. Elfi fand sich zitternd und desorientiert auf der Veranda wieder, die kühle Nachtluft fröstelte ihn bis auf die Knochen. Die Angst überkam ihn, als er sich gegen die Tür drängte, unsicher, was aus ihm werden würde. Aber wenig wusste er, dass das Schicksal etwas anderes für ihn bereithielt. Ein paar Stunden später kehrte eine gutherzige Frau namens Frau Johnson nach einem langen Arbeitstag nach Hause zurück. In ihren Gedanken verloren, bemerkte sie nicht die kleine Gestalt in ihrem Weg. Über Elfi stolpernd, entfuhr ihr ein überraschtes Keuchen. Frau Johnson kniete sofort nieder und hob das zitternde Kätzchen sanft in ihre Arme. Ihr Herz schmerzte, als sie Alfis zarten Körper gegen ihre Brust fühlte. Sie sah den Schmerz und die Angst in seinen Augen und etwas in ihr regte sich mit Entschlossenheit. Mit Zärtlichkeit und Mitgefühl wiegte Frau Johnson Elfi und brachte ihn in ihr warmes und liebevolles Zuhause. Sie kümmerte sich sorgfältig um seine Wunden, sowohl sichtbare als auch unsichtbare, und überschüttete ihn mit Zuneigung. Elfi erkannte bald, dass er Zuflucht gefunden hatte, einen Ort, an dem er geschätzt und beschützt wurde. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.